einem Aquaba, heartily welcome und Karibu möchte ich unsere afrikanischen Gäste begrüßen. Wir haben ein sehr ambitioniertes Programm vor uns und ich freue mich sehr, dass ich Sie dabei begleiten darf. Stellen Sie sich jetzt bitte, wenn Sie hier reinlaufen, vor, wie lang war Ihre Anreise? Diejenigen, die die längste Anreise hatten, dürfen wirklich bis hier vorne reinlaufen. Wie groß sind die Kommunen, in denen Sie arbeiten? Around 600,000. Because I come from the association, we represent all municipalities, so 55 million people. 40 countries, 120,000 local governments, 600 million inhabitants. And also for our mission of Platforma is really the change towards municipalities, towards local governments that are open, that are turning towards the world, not inside. What, in your opinion, is at the moment the biggest challenge for municipalities in your country? The taxes which are big and easier to collect are collected by the central government. And the smaller ones and difficult to collect are left for the municipalities. And this goes together with what the colleague just said in terms of responding on resources, about talking about financial lack, the lack of people in the cities, of skilled workers. In South Africa, we are a very young democracy. We made many assumptions that a municipality will remain financially self-sustainable. But simple examples that showed us the assumptions that were made: you'll get your money from selling water, you'll get your money from selling electricity, is not happening. So municipalities in South Africa need to find new ways of generating revenue for themselves. Alternative ways, or change the assumptions. Was glauben Sie, was könnten Ergebnisse dieser Veranstaltung sein? Wir haben ganz viele gemeinsame Themen in Städten, vor allem in Großstädten, und die betreffen uns insgesamt weltweit. Wie können wir hier gemeinsam gut zusammenarbeiten? How do the European or the other cities generate revenue to sustain their municipalities or government at the very same time? Das nachhaltige Bauen aus Klimaschutzgründen, das sind Themen, wo wir beide noch keine Lösungen irgendwie haben, aber wo wir gemeinsam etwas entwickeln könnten. We are obviously having challenges of unemployment, and probably it should not be left to national or central government alone, but what is the role of local government? In South Africa, we have quite a lot of illegal immigrants, and that poses a challenge to your infrastructure as well as your revenue sources. And how did you overcome that? Kommunale Agenda 2030, welche Beispiele gibt es? Key issues are the economic aspect. We are providing education to women groups and the young children, and we also promote tourism as way of enhancing economic development. Wir hätten gerne auf unserer Gemarkung 1, 2, 3, 4, 5 Windräder. Es ist auch möglich. Es ist nur so, wir versuchen das seit 2 Jahren. Und das ist dann wieder das, wo ich gesagt habe, es dauert mir alles zu lange. Those that are living in the informal settlement, we have put additional 15,000 water access points. Reduction of hunger through what we call a food gardening program. Was ist das, was Sie heute mitnehmen? We might come from different continents or governments, but when we're together, there is a future about the globe or about the world, and we can do a lot together. And I'm so much touched by the fact that South Africans are given 10 seats in parliament. My question, how do they get that 10 people to represent the whole association in parliament? Einen wunderschönen guten Morgen. Sie haben die Chance, die Themen, die Sie interessieren, in unserer Kommunalwerkstatt zu vertiefen. And as we celebrate Women's Month in South Africa, we are always reminded by the words of President Nelson Mandela when he said that
freedom cannot be achieved unless the women have been emancipated from all forms of oppression. We have 16 regions in Ghana, but there are only 2 women who are ministers, and that is 12% of the population. Ich glaube, dass wir, wenn wir entscheiden und das befördern wollen, dann müssen wir das Ziel ausgeben, dass die Hälfte der Sitze mit Frauen im Rat besetzt werden. In our country, women face several challenges, including violence because masculinity, availability of funds. So it becomes a disadvantage of women. Andere Probleme, die mir auch aufgefallen sind, ist dieser unsägliche Ton, den man mittlerweile während Sitzungen hat. Einfach, es geht nur noch über Populismus und Polemik und man muss raushauen und je aggressiver, desto besser. Wenn ich jetzt versuche, für nächstes Jahr junge Frauen zu motivieren, komm, stellt euch doch mit auf, sagen die, ja, ich hatte ja Interesse, aber dann war ich mal in einer Sitzung und jetzt möchte ich das nicht mehr. Und ich glaube, die Situation, wie sie tatsächlich ist einfach geprägt aus einer männerdominierten Vergangenheit. Und jetzt reden wir drüber, was man politisch will, und sorgt aber eigentlich nicht dafür, dass die Rahmenbedingungen sauber sind. It would need to encourage men to take more care of their own families, of elderly, of kids. But this is something that is not happening. Wer von Ihnen möchte zu einem Thema Gastgeber oder Gastgeberin sein? Women who have been given leadership platforms have extremely performed comparative to the men. Therefore, it's important that we involve women in local government. We have already discussed how to empower women to become councillors, and this is more general, how to become councillor, how to be elected. Ich fand es wahnsinnig toll, mit euch Kolleginnen und Kollegen irgendwo wirklich in den Austausch zu kriegen. Jeder hat eine Botschaft mitgebracht. Thank you very much. I've learned. Guten Tag, guten Morgen, auf Wiedersehen. We want to say Karibu Sana in Africa. Ja, ne, wir machen weiter. I just can't wait. When are we meeting again?